Also herzlich willkommen, liebe Freunde, heute allerbester Laune, viel los bei uns, Sonne ist wieder da, wir haben schönes Wetter und was wir heute Morgen haben oder heute Mittag haben wir ja schon einen ganz tollen Porsche 356 von der erlesenen Güte, kann ich nicht anders sagen, und zwar, das ist eigentlich einer der interessantesten, die überhaupt gebaut wurden. Es gab ja bei Porsche 356a in den 50er Jahren, dann gab es einen 356b, gab es in den 60er Jahren Anfang. Und das Spitzenmodell war der 356C und das im Besonderen der SC mit 95 PS. Das heißt, er hatte damals dann 4 Scheibenbremsen. Die Autos sind gebaut worden von 1963 bis 1965 und das hier ist ja Baujahr Mitte, Ende 63. Ist eigentlich die letzte Serie gewesen. Heute der mit Abstand gesuchteste und interessanteste 356, der toll läuft. Er hat ja fast 100 PS gehabt. Die hat er aus 4 Zylindern Boxermotor sich geholt mit 1,6 Litern Hubraum, 95 PS und ist damit immerhin sagenhafte 185 Stundenkilometer schnell gewesen. Und hier haben wir ein Exemplar. Wir haben 4 Wertgutachten. Das Auto ist komplett dokumentiert auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nach den ersten Metern, das Auto fährt wirklich gut. Ein richtig schönes Auto. Die Autos kosten natürlich Geld, das ist klar. Wir haben ein Wertgutachten, was um die 200.000 Euro liegt. Aber für einen guten 356 SC muss das auch bezahlt werden. Das gibt es nicht preiswerter, auch nicht günstiger. Das Auto fällt im Besonderen auf durch seine tolle Ausstattung. Also er hat hier erstmal ein ganz tolles Carrera-Lenkrad. Schaut euch das mal an, aus Holz. Kostet viel, viel Geld. Zustand ist neuwertig. Kann man im Ersatzteilhandel eigentlich kaum noch bekommen heute. Dann hat er hier einen Wegstreckenzähler Tripmaster. Nehmen wir mal an, dass der Besitzer, der den Wagen schon sehr, sehr lange hat, auch so seine Rallyes mitgefahren ist. Das Auto ist super fahrtechnisch im Einsatz, das merkt man sofort. Das ist ein Auto, wo er auch auf Achse zu uns gekommen ist. Er wohnt ungefähr 150 Kilometer weit weg. Er kam hier plötzlich, steht er morgens da, Herr Luftschütz, habe ich da gesagt, hier ist mein 356, schweren Herzens, aber wir haben ihn, also das Auto läuft toll. Der ist klasse im Zustand. Der Wagen ist komplett restauriert worden. Wir haben mehrere Aktenordner, zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Alles runter und das Interessante bei dem Wagen, der hat einen Großteil seines Lebens in Texas verbracht. Und das ist ja bekannt, dass da meistens Wüstenklima herrscht. Das heißt, der Wagen hat nie Salz oder sowas gesehen. Deswegen hat er auch noch so ein tolles Spaltmaß, weil da nichts auseinandergerissen werden musste. Den hat man nur abgelaugt, neue Farbe drauf. Wobei man dann nicht die Originalfarbe genommen hat, sondern dieses Champagner, was ich wunderschön finde. Aber ich sage mal, dies mit Matching Colors, das muss nicht sein. Wer das Auto gerne wieder rot haben möchte, sei es drum, der kann ihn rot machen. Ich finde ihn so schöner. Er hat die Nackenrollen, die ziemlich viel Geld kosten, die sind dabei. Hat lange nicht jeder 356. Er hat hinten diese tolle Gepäckbrücke. Die zeigen wir euch später mal. Hat Chromfelgen und das Allerschärfste, hat die tollen alten Kokosfußmatten. Die kann ich mich noch an meine Kindheit erinnern. Die sind neuwertig, was ich absolut klasse finde. Ja, jetzt wo wir die ersten 5 Kilometer gefahren sind, kann ich euch sagen, das Auto läuft wirklich toll. Der macht total Spaß zu fahren. Ich sag mal, das Erfolgskonzept bei diesem Porsche ist ja gewesen, dass er nicht mal eine Tonne schwer war. So ein Auto wiegt nur 930 Kilo und damit fast 100 PS. Deswegen hat er so viel Brause, deswegen hat er so viel Power. Das ist ein Auto, was total Spaß macht zu fahren. Und das Gefühl, das ist so meine Generation, das wisst ihr sicher, ich bin ja nun 60. Das ist irgendwie alles okay verfahren, nur dass er die doppelten Power gehabt hat hier und eine super Luxusausstattung. Schaut mal hier vorne, das schöne originale Radio, was er hat. Tipptopp gemacht, in einem super Zustand, funktioniert alles. Hier der originale VDO-Tacho, dann die schönen originalen VDO-Instrumente, die bis 200 Stundenkilometer gehen. Ein guter 356 SC fährt das auch, jedenfalls Tacho. Und hier könnt ihr sehen, Drehzahlmesser bis 5.500, höher konnte er nicht drehen, da war es rot.
Aber ich kann euch sagen, der ist total drehfreudig, der schaltet sich gut, also Getriebe ist oben links, ansonsten Viergangschaltung. Ist ein Auto, was total fahraktiv zu fahren ist, was echt Spaß macht. Wie gesagt, der ist sein Leben lang, guck mal, wie der hier hochgeht, doch. Sein Leben lang in Texas gewesen, deswegen diese tolle Karosserie. Und ansonsten ist er in Deutschland von einer namenhaften Adresse voll restauriert worden. Und das zeigen wir euch gleich mal. Da gibt es ein Buch drüber, alles fotodokumentiert. Man muss zu dem Auto vielleicht noch erwähnen, Matching Numbers hat er nicht. Der hat eine baugleiche Maschine, die da auch reingehört. Aber irgendwann ist ihm mal der Motor kaputt gegangen. Wir wissen aber und können das auch belegen, dass der Wagen seitdem 12.000 Kilometer gefahren ist. Das heißt, mit diesem neu aufgebauten Motor, der original ist, hat er 12.000 Kilometer auf dem Buckel. Und man merkt, dass der super läuft, der Wagen. Sehr, sehr schön. Übrigens sind das Modelle, die nicht in allzu hohen Spritverbrauch haben. So ein Wagen kann man, ich sag mal, zwischen 9 und 13 Litern fahren. Und er fährt wirklich toll. Also wenn dann ein SC, aber SCs, die gut sind, gibt es nicht viele. Der gehört sicherlich mit zu den besten, die es überhaupt gibt. Schöner Wagen. Auch total leicht auf der Vorderachse. Der Motor ist ja hinten, hat ja einen Heckmotor und keine Servolenkung, die ist bei dem Auto gar nicht nötig. Also ihr könnt mit so einem Auto an jeder Rallye teilnehmen. Der macht einfach eine Riesenfreude. Und das Wichtigste ist, er ist toll restauriert, hat eine Top-Karosse. Technisch ist er gut, er läuft klasse. Ist ein Auto, was echt Spaß macht. Ein Auto ganz nach meinem Gusto. Und er ist wirklich schnell, also man merkt das, wie er hier absaust. Gerade bei dem schönen Spätsommerwetter oder eigentlich ja schon Frühherbst kann man sagen, genau der richtige Wagen. Ab und zu mal eine sanfte, zünftige Fehlzündung. Öltemperatur hat er jetzt auch bekommen, muss man hier immer gucken. Jetzt ist er auch richtig warm. Wie gesagt, er ist ja luftgekühlt, er hat keine Wasserkühlung. Also das ist praktisch die letzte Serie von Porsche mit 4 Scheibenbremsen. Danach kam er dann der weltberühmte Porsche 911. Das war sein Nachfolger. Aber das ist eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Auto. Das ist mit dem 356 nicht mehr zu vergleichen. Und 356 habe ich immer so erlebt, ist ein absoluter Sympathieträger. Da habt ihr die Sympathisanten oder die Freunde von Autos wirklich auf eurer Seite. Ist nämlich von der Form total schön und gelungen und fährt sich auch toll. Also wer Käferfahren kennt und wer Käferfahren mag, das habt ihr hier mit doppelt so viel Power. Der fährt sich wirklich wie ein echter Sportwagen. Er läuft wirklich wie ein richtiger Sportwagen. Jetzt wollen wir mal gucken, der Blinker ist hier übrigens links. Könnt ihr da vorne sehen, die kleine grüne Lampe. Hebelchen ist da. Lenkrad ist wie gesagt neu. Es muss sehr, sehr teuer gewesen sein, so ein Carrera-Lenkrad. Und er ist auch gut gefedert, also er ist nicht hart oder so, fährt sich sehr, sehr angenehm. Auto, was Spaß macht. Hier die Christophorus-Plakette, damit man immer beschützt ist beim Fahren. Hier der Zigarettenanzünder, ist sogar mal benutzt worden. So, was das ist, weiß ich nicht hier. Keine Ahnung. Das ist Beleuchtung hier vorne, Licht. Ja, jetzt sind wir hier auf einer wunderschönen Wiese auf 800 Meter Höhe, da ist er herrlich hochgefahren. Das ist ein Auto, was wirklich viel Fahrspaß macht, also muss ich sagen, sowas macht mir immer Freude. Was ich bei dem toll finde, ist eine absolut erstklassige Karosse. Schaut euch das mal an hier. Also besser kann Porsche nicht sein. Und da ich originale 356 schon verkauft habe, so sah das ab Werk aus. Und nur wenn man eine ungeschweißte Originalkarosse hat, bekommt man das auch so wieder lackiert. Wenn das nicht der Fall ist, hier zum Beispiel haben sie immer ihre großen Probleme hier vorne oder hier. Das ist alles nicht der Fall. Man sieht, dass das Auto Jahrzehnte in Texas war. Deswegen hat er eine absolute Top-Karosserie. Ja, das geht eigentlich bis hinten fort. Schaut mal hier vorne, das ist die Gepäckbrücke hier mit schönen originalen Lederriemen. Schaut euch das mal an, der Porsche 356 Club, Jahrestreffen 2012. Also er hat das hier wirklich gelebt, Faszination 356, diese wunderschönen Plaketten. Porsche Registry von 48 bis 65 hat er auch und die originale ADAC-Plakette. Also ist jemand, der wirklich das Auto gelebt hat. Ich glaube, es gibt am Markt nicht viele, die in einem so einem schönen, tollen Zustand sind. Auch wenn er nicht Matching ist, aber es spielt keine Rolle. Er hat die originale Maschine drin, ein originales 356 SC-Aggregat und er hat erst sehr wenig gelaufen. Schaut mal hier hinten, ich ziehe euch das mal auf, ich zeige euch mal den Motor. So.
Schaut mal hier, neuwertig. Daran sieht man, der hat erst 12.000 gelaufen, der ist 1997 neu gekommen. Die großen Vergaser links und rechts jeweils. Top-Zustand bei dem Auto, auch wenn man da überall reinguckt, also wirklich hervorragend. Das ist ein sehr, sehr schönes Auto. Wir haben Gutachten, steht zwischen 1- und 2+. Wiederbeschaffungswert über 200.000 und das glaube ich gerne. Vor allen Dingen, selbst wenn man ein voll restauriertes Auto bekommt, man weiß nie ganz genau, was damit ist. Bei dem hier ist bestechend die originale Karosserie. Das kann man sehr gut erkennen an diesem traumhaften Spaltmaß. So hat früher Porsche die Autos ausgeliefert, nicht anders. Da hat er diese schönen Chromfelgen, könnt ihr sehen. Es ist ja wie gesagt ein 63er Baujahr. Also schaut euch das mal an, der Wagen ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und so als kleiner Beleg, also wir haben hier von diesen Gutachten mehrere, ich darf euch das kurz mal zeigen. Hier Kurzbewertung, Wiederbeschaffungswert 205.000. Dann haben wir hier, so ist er mal gewesen, so ist er ein Leben lang in Texas gelaufen. Hier könnt ihr das auch sehen, das ist das Auto. Dann hat man ihn aber in Champagner gemacht, was ich persönlich besser finde. Gefällt mir besser in Rot. Das ist damals eine relativ häufig gewählte Farbe. Weiß ich gar nicht, ob mir das so gefällt. Aber dann guckt man hier, dann hatte man diese tolle originale Karosserie, hat das alles runtergeholt, die Farbe. Und hat ihn dann in der Farbe gemacht, wie er war. Und es ist alles, schaut mal hier, alles neuwertig, alles en Detail fotografiert, was da gemacht wurde, mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Und ich kann euch sagen, das Ergebnis, ist ja übrigens mittlerweile 20 Jahre her schon, dass das gemacht wurde. Das Ergebnis ist wirklich fantastisch. Also der Wagen befindet sich, kann man fast sagen, in einem Jahreswagenzustand. Das gilt also nicht nur für die Optik, wo das gemacht wurde, für Karosserie, Achsen, Getriebe, Motor. Der Wagen befindet sich in einem wirklich hervorragenden Zustand. Und wenn man ihn fährt, merkt man das auch. Also ich habe das gespürt eben, habe mich total wohl gefühlt, hat mir echt Spaß gemacht. Das ist ein Porsche-Freak. Und er hat mir gesagt, er hat gar nicht mehr richtig viel Zeit. Das Auto hat die letzte Zeit gestanden, sagt er, dafür ist er zu schade. Deswegen haben wir ihn bekommen. Aber Zustand, also das ist echt eine Empfehlung von mir. Es gibt, wenn ihr 50 356 habt, mindestens, ist einer so gut wie er. Ach, nicht einmal. Also ich habe in der Qualität 356 in meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Stück gehabt, mehr nicht. Und wir haben viele 356 verkauft. Es gab ja dann noch zum 95 PS, wie dieser hier ist, noch eine Steigerung. Das ist der 2 Liter GS gewesen, der Carrera. Der hatte dann 130 PS, aber hatte diesen etwas schwierigen Fuhrmannmotor. Und mal selbst fliegen gefällt das hier. Tolles Auto, schöne Farbe. Hier kommt was rausgerutscht eben, Vorsicht. Naja, Komfort. Ich hatte meinen Arm da drauf, soll man ja nicht machen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das haben wir wieder repariert. Wie gesagt, die tollen Kokosmatten hat er da drin. Die authentisch sind sogar in Gelb, finde ich total gut. Dann die richtigen schwarzen Ledersitze sind da drin. Die Nackenrollen, die braucht man unbedingt. Wenn man die nicht hat und einen Unfall hat, da kann man sich hinten das Genick brechen. Und dann hat er hinten noch die Sitze. Das sei auch mal kurz gezeigt. Das ist so für Kinder eigentlich. Die hätten noch Platz da hinten drin. Das kann man hier reinknöpfen und dann bleibt das sogar hoch. Schaut mal hier, das ist alles sehr, sehr schön. Also das ist wirklich ein Auto. Besucht mich, fahrt den Wagen Probe, guckt euch das an, reinsetzen, losfahren. Und egal, wo ihr dann wohnt, mit dem Auto kommt er dahin. Also da habe ich ein total gutes, zuverlässiges Gefühl bei dem Auto. Das ist ein schönes Ding und hat eine tolle Historie, es ist alles dokumentiert. Der Restaurierungsstand ist dokumentiert. Und wie er fährt, ich fahre jetzt noch ein bisschen durch die Gegend, das seht ihr gleich nochmal. Also wirklich ein toller Wagen. Kann ich absolut empfehlen. Also schaut euch mal diesen tollen Innenraum an, das ist die Original-Teppichschlinge von Porsche. So ist er damals ausgeliefert worden. Schaut bitte mal in die Türen rein, wie sauber das alles ist. Hier der Haltegriff, die Türgriffe wie beim VW Käfer da vorne, kennt der eine oder andere sicher von euch, unten die Fensterkurbeln. All das ist neuwertig und all das ist wirklich perfekt gearbeitet. Die Kreuzschlitzschrauben gucken sogar alle in einer Richtung, seht euch das mal an. Also das Auto ist wirklich hervorragend gearbeitet. Da hat wirklich einer sein Meisterstück gemacht, auch diese Kreuzschlitzschrauben, alle in einer Richtung. Also da sieht man, der Wagen ist wirklich en Detail, ganz präzise gearbeitet. Da hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. Das Ergebnis einer der schönsten 356, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Und er fährt auch so. Also, dann legen wir mal los, Paul, setz dich, auf geht's. Die letzten Meter. Das Schöne an dem Auto ist, er hat noch diese schönen Ausstellfensterchen von damals. Da musste man hier auf den Knopf drücken, nach außen.
und dann hatte der sich geöffnet und wenn es mal warm war, der hat ja auch ein Verdeck, so ein Wagen, macht man den da und da kommt es ganz frisch von draußen rein. Klimaanlage gab es natürlich damals noch nicht, brauchte man aber auch nicht. Hier das Verdeck, ist übrigens ein gefüttertes Verdeck, schwuppt, das ist sofort runter, macht schön dicht, macht auch keine Geräusche. Sehr dickes Verdeck, also ein Auto, wo man wirklich Spaß mit hatte und der ist gar nicht so klein. Was ich übrigens wichtig finde beim Porsche 356, auch wenn ihr 2 Meter Körpergröße habt, in dem Auto habt ihr Platz. Ich habe meinen Sitz relativ weit vorne, ich bin 1,84 Meter und kann super sitzen. 356 ist innen einer der größten Oldtimer, die ich überhaupt kenne. Da ist riesig Platz drin. Also auch wenn ihr 2 Meter seid, habt ihr Platz in dem Wagen. Überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, wie er fährt, das habt ihr eben schon gemerkt. Hier ist übrigens Handschuhfach, schaut mal da rein. Auch alles top im Zustand. Alles so gemacht, wie es gehört bei dem Wagen. Ja, wie gut er fährt, das merkt man ja. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen bemängeln würde, das Auto hat keine Gurte. Da empfehle ich, die mal nachträglich reinzubauen. Die gab es ja 1963, 64 schon. Dieser hat es nicht, also okay. Aus Sicherheitsgründen würde ich das machen. Also er braucht ungefähr 10 Sekunden bis 100, was ein super Wert ist für die damalige Zeit. Er hat 95 PS, es ist ein SC-Motor. Die stärkste Motorisierung neben dem 2 Liter, den es dann damals gab, der einen Haufen Geld gekostet hat, auch heute. Wenn ihr euch heute einen 2 Liter kauft, dann kostet er 600.000 Euro und mehr. Und er bringt hier wirklich ausreichend und eine gute Leistung. Guck mal. Also er fährt wirklich toll, er zieht schön hoch. Auto kann man sehr sportiv fahren. Und es ist ein absoluter Sympathieträger. Macht mir sehr viel Spaß, das Auto hier zu bewegen. Macht wirklich viel Spaß. Dann kann man so richtig über die Landstraße brausen. Und ihr habt das vielleicht gehört, der Wagen hat ja auch tatsächlich einen tollen Sound, der klingt ja auch gut. So, hier unsere Kurve, jetzt haben wir fast 20 Kilometer hinter uns. Also ich kann euch sagen, der fährt euch wirklich gut. Der fährt wirklich gut. Ist technisch in einem sehr schönen Zustand. Also mir ist nichts aufgefallen, was ich bemängeln könnte. Lenkung, alles tipptopp in Ordnung, hat einen sehr guten geraden Auslauf. Hat die alten Scheibenwischer, die lagen ja damals so. Bei Mercedes ging es so, könnt ihr hier sehen. Eine relativ kleine Scheibe hier vorne. Aber das Auto, man fühlt sich wohl in dem Wagen. Da fährt sich echt schön. Schönes Auto. Und in so einem gepflegten Zustand, also man könnte meinen, dass die Restaurierung gerade 3 Jahre her ist. So kommt einem das Auto vor. Schönes Auto. Vermittelt mir ein total zuverlässiges Gefühl. Ihr habt ein gutes Bauchgefühl. Wenn man echt Spaß zu fahren und der läuft astrein. Wetter verschlechtert sich leider gerade ein bisschen. Da wird es ein bisschen trübe im Wetter. Deswegen ist das auch ganz gut, dass wir den Film jetzt gedreht haben. Das Wetter soll ja die Woche so lala sein. Wir nutzen immer jede Möglichkeit, wenn das Wetter gut ist, raus, nächsten Film machen. Weil wir haben noch jede Menge mehr Autos, die bei uns stehen, die wir noch nicht gefilmt haben. Aber ich schaffe es manchmal nicht alle zu filmen, aber ich gebe mir jedenfalls Mühe. Aber wir haben die nächsten Tage noch ein paar ganz tolle Autos, die wir bringen werden. Das wird spannend. Oh, er hat richtig Kraft, der klingt gut, ne? Richtig guter Sound. Schaltet sich auch sehr schön. Ja, da vorne ist wieder unsere Heimat, da ist Beuerberg. Jetzt sind wir einmal den großen Kreis gefahren. Also ein Auto kann ich euch wirklich empfehlen, macht total Spaß zu fahren. Ah, hallo. Cool, ah, geil, Bugatti. Ist ja super. Ah, super. Die haben uns erkannt. War ja gut.
Die haben uns erkannt, hast du das gesehen? Ja, ja. Ich die Kappe schief auf, na egal. Die haben uns erkannt, 100%ig. Ja. Naja, wir haben die Nummer vorne dran. Das war ja geil. Da steht ja Cargo. Ja, ja. Das war eine gute PR-Geschichte gerade. Also das war ja wohl klasse, dass der Bugatti Club da eben komplett vorbeikam. Das macht Spaß. Also das hat mir echt Freude gemacht ihm. Ja, so auf vielfachen Wunsch. Ich fahre ja gerne Offroad. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das Verdeck aussieht beim 356. Wie gesagt, schaut mir hier, Verdeck ist gefüttert. Habt ihr gerade gesehen. Ist auch in einem hervorragenden Zustand. Die Scheibe, der Verdeck ist ein bisschen älter, ist ein ganz leicht angegebt, aber nicht schlimm. Und von innen kann man dann den Reißverschluss zumachen. Bei dem Auto muss man aber rein, damit das auch passiert. So schließt man 356 Verdeck. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo der Reißverschluss ist. Da ist er. Jo, alles klar. So, auch das funktioniert tadellos. So sieht ein 356 mit einem geschlossenen Dach aus. Wenn er sich in einem wirklich guten Zustand befindet, auch das Verdeck ist wirklich gut. Schaut euch das mal an, ist auch schön gefüttert hier. Ich mach das mal, musst du schneiden. Die Tür geht nicht so. So, weil da muss der Hebel immer rumgedreht werden, dann geht die Tür auch zu, das vergisst man manchmal. Ja, schwarzes Verdeck, gefüttert, Sonnenland, gute Qualität wie das ganze Auto, hervorragend. Läuft auch übrigens sehr schön, hat ab und zu mal eine kleine Fehlzündung. Woran liegt das? Immer vom Gaszündung, ne? Also ich höre ja gerade von unserem Techniker, von unserem technischen Dienst, da muss ein bisschen eingestellt werden, aber sonst läuft er toll, das habt ihr eben gerade gemerkt. Ja, und sieht absolut schick aus, tolles Auto. Das ist wirklich schön, ne? Richtig schöner 356. Ich zeige euch mal, wie der Kofferraum aussieht beim 356. Hier auch originales Emblem, auch tipptopp, kein Rost, überhaupt gar nichts. Ja, und so sieht ein 356 auf mit voller Beladung. Er hatte sein Palito da drin. Das hat er auch, aber wir wissen, das ist alles in einem super Zustand. Das kann man auch hier sehen. Der Wagen ist völlig original. Da müsst ihr mal gucken, ob so ein Auto gut ist oder nicht. Haube hat keinen Knick gehabt. Passiert ja mal. Schaut mal hier. Also das ist alles tipptopp. Hier alles tipptopp in Schuss. Der hat auch keinen Unfall gehabt, was wir nicht haben finden können. Also wirklich, wirklich ein hervorragend guter Zustand. Das ist das Palito zum Auto. Ja. Da muss man mal dran denken, an diesen Mechanismus, dass man den nicht zudrückt. Nachher knickt die Haube, ist wie beim VW auch ein Problem gewesen. Und so. Tja. Das war's. Toller Film, gute Fahrt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz und ciao.